Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute möchte ich ein Bier brauen, von dem ich bei meinem letzten Frankreich-Urlaub inspiriert wurde, nämlich ein Buch mit Buchweizen. In der Bretagne wird Buchweizen traditionell benutzt für zum Beispiel die Galette, also herzhafte Crêpe. Und die machen da auch mittlerweile relativ viele Biere draus. Also die Anzahl der Brauereien, die ich dort gesehen habe, war im Vergleich zu vor 2 Jahren schon deutlich gestiegen. Und deswegen dachte ich, ich muss das auch mal ausprobieren. Ich muss aber gestehen, dass ich dort vor Ort in den Bieren jetzt keinen besonderen Geschmack herausgeschmeckt habe und deswegen vermute, dass die oft nur so 5% dazu tun, um das Ganze so nennen zu können, ne? Buchweizenbier. Buchweizenmalz ist ganz interessant. Buchweizen hat ja so Hülsen, also das ist eine Hülsenfrucht, das ist kein Korn, kein Getreide im herkömmlichen Sinne. Wenn man das Ganze dann malzt, zumindest ist das dieses Chateau Buckwheat, ist glaube ich das einzige, was man in Europa bekommt, von Castle Malting. Da hat man dann so schwarze Hüllen und drumherum sind dann die hellen Kerne drin. Ich nehme an, dass die Hüllen beim Darren besonders dunkel werden. So, jedenfalls habe ich mir überlegt, wie ich das Ganze gestalte. Es gibt auch über Buchweizen, genau wie bei Hafer Paper, ich glaube, das ist auch wieder die University of Cork, ja genau, die beschreiben, wie man ein Bier aus 100% davon macht. Die sagen allerdings selber, sie hatten Probleme, das zu reproduzieren, weil zwar geringe Mengen an Enzymen auch bei Buchweizen vorhanden sind, aber wohl nicht immer oder je nach Malzung oder je nach Art, wie das Getreide gewachsen ist, also nicht Getreide, sondern die Buchweizen, dann wird das schon mal schwierig. Deswegen mache ich eine 50-50-Schüttung. Ich habe vor kurzem ein 30% Schüttung Buchweizenbier von einem Hobbybrauer probiert und da habe ich kaum einen großen Geschmack geschmeckt. Ich habe aber auch gelesen im Internet, dass Leute sagen, es schmeckt sehr intensiv. Also ich bin mal gespannt, wie sich das bei mir herausstellt. Ich habe also eine einfache Schüttung 50-50 gemacht und das meischt jetzt hinter mir ein. Ich mache die optimierte Maischprozedur wie in dem Paper. Das heißt, die machen das für eine 100% Schüttung, aber ich gehe auf Nummer sicher und mache für meine 50% Schüttung trotzdem alle Rasten sehr sauber durch. Man soll anfangen mit einer Gummirast und einer Eiweißrast, also 35 Grad und 45 Grad jeweils 15 Minuten, gefolgt von einer Maltoserast bei 62 Grad für 40 Minuten und einer Verzuckerungsrast nochmal, ich glaube 20 Minuten war das. Ja, die sagen 30 Minuten. Ich werde auf jeden Fall eine Jodprobe machen, weil das habe ich ja beim Hafer gelernt. Das ist wirklich wichtig, sonst wird das Bier überhaupt nicht lecker, was am Ende rauskommt. Auch wenn man das bei reiner Gerstenschüttung doch komfortabel weglassen kann, wenn man sehr faul ist, wie ich zum Beispiel. Sollte es natürlich nicht. Ja, also Verzuckerung dann bis Jod normal, ist klar. Die Mischung mit Wasser ist wohl relativ wichtig. Also ich habe jetzt hier 800 Gramm für meine UK Gallon von Bier, die ich brauen möchte, gemacht. Und dann maische ich 4 Liter Wasser auf 800 Gramm Malz. Und ein Verhältnis von 4:1, also 4 Liter Wasser auf 1 Kilo wäre wohl das Optimum, was die empfehlen. Oder eben höher, weil wenn das Ganze zu zäh ist und zu klebrig und zu hoch konzentriert, dann geht wohl die Verkleisterungstemperatur von dem Buchweizen hoch. Das heißt, die Temperatur, bei der sich die Stärke sauber in Lösung begibt. Also das sind so Knöllchen, die sich dann auseinanderfädeln, von der Stärke. So, das heißt, ich kann nicht einfach bis 62 Grad hochgehen. Ich habe gerade hinter mir die 45 Grad, 35 habe ich schon. Deswegen gehe ich gleich hoch auf die Verzuckerungsrast und dabei werde ich aber gucken, dass ich die 67 Grad überschreite und dann über 40 Minuten das abkühlen lasse, weil der ist ja nicht perfekt thermisch isoliert. Und dann werde ich einen Großteil der Zeit bei 20 Grad sein, wahrscheinlich am Ende dann nochmal ein bisschen nachheizen, dass es auf 62 Grad konstant ist. Ich möchte aber die 67 Grad auf jeden Fall überschreiten, damit ich auch wirklich das Ganze verkleister und dann verzuckern halt, so dass es jodnormal wird. Ich hoffe, es klappt alles. Aber mit 50% Pale Ale Malz mache ich mir da keine Sorgen. Ja, und dann würde ich sagen, gucke ich erstmal, wie das Läutern funktioniert. Da bin ich nämlich sehr gespannt. Die beschreiben hier, dass Spelze vom Buchweizen auch hilft beim Läutern. Ich weiß aber nicht, ob die damit die schwarzen Hüllen meinen oder ob es noch was anderes gibt, was bei mir fehlt. Da habe ich keine Ahnung, wie das ist. Und deswegen werde ich mich gleich nach dem Läutern nochmal melden und dann erzählen, wie das weitergeht, wenn es geklappt hat. Eine Sache, die ich vielleicht noch sagen sollte, ist, Buchweizen hat wie bei Hafer auch weniger Extrakt als Gerste. Gerste ungefähr 80%, Buchweizen bei 65%. Und von dem Extrakt, was man kriegt, ist noch weniger fermentierbar. Das heißt, man hat auch wieder einen höheren Restextrakt am Ende übrig. Ziemlich ähnlich wie Hafer. Bin mal sehr gespannt. Beim Einmeischen roch es sehr nach Soba-Nudeln. Die sind ja aus Buchweizen. Ich hoffe, der Geruch geht nachher weg beim Kochen. Also auch beim Mais, wenn man Maisflocken braut, riecht das ganz stark nach Mais. Nach dem Kochen ist das weg. Deswegen denke ich, ist das okay. Aber kann man schon vorstellen, wenn solche Geschmäcker noch im Bier wären, dass das nicht sehr angenehm ist. Es gibt im Internet auch jemanden, der hat mit 100% Buchweizenmalz mal ein Bier gebraut und der sagte, dass er dann am Ende
ein Bier hatte, was, sobald es kalt wurde, so zäh wie Hustensaft war. Und auch das möchte ich irgendwie vermeiden. Deswegen Gummirast und Eiweißrast. Ich denke, das wird helfen. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder nach dem Läutern. Hoffentlich klappt alles. Toi, toi, toi. So, Maischen und Läutern sind fertig. Das Maischen hat gar nicht so schlecht geklappt. Das Läutern allerdings nicht so gut. Und ich bin dann direkt auf das Sieb umgestiegen, weil das sonst durch den Zapfhahn nicht ganz rauskam aus dem Maischekessel. Also gemeischt habe ich, wie ich ja schon gesagt habe, 35 Grad und dann 45 Grad. Und beim Aufheizen auf 62 Grad bzw. 67, ich wollte ja die Verkleisterungstemperatur überschreiten, ist mir aufgefallen, dass die Flüssigkeit sehr zäh wurde. Das war dann aber nach 40 Minuten und als die Temperatur dann auch entsprechend lange konstant auf 62 Grad war, wirklich sehr, sehr viel geringer. Und ich konnte dann Jodprobe machen, die war am Ende der Maltoserast habe ich das überprüft, da war das noch nicht so richtig durchgezuckert. Also ich hatte nur so ein bisschen blaue Schlieren gesehen und dann habe ich die ganze halbe Stunde Verkleisterungsrast gemacht, Verzuckerungsrast gemacht bei 72 Grad und dann war das richtig. Ja, wie gesagt, Läutern, da kam erstmal aus dem Maischekessel nichts raus, also ab ins Sieb, schön durchgegossen mit dem Läuterwasser darüber. Einfach, dass ich das Ganze immer schön aufgieße mit heißem Wasser und dann sickert das langsam durch. Es war schon sehr fest, es ist schon sehr, sehr langsam durchgegangen, die Flüssigkeit. Also ja, schon mit 50% Buchweizenmalz nicht leicht, das Ganze zu läutern. Fand ich schon eine Herausforderung. Ja, jetzt haben wir die Würze hier, die koche ich jetzt gleich und dafür benutze ich die Hopfen. Ich habe hier Magnum als Bitterhopfen, 12% Alphasäuren. Ich benutze wahrscheinlich 3 Gramm, dann ist das so eine ganz milde bittere. Und dann nehme ich mal einen Aromahopfen dazu. Ich denke mal, dass der, wenn er sehr schön klar und fruchtig ist, deutlich anders ist als das Buchweizenmalz und an welchen Geschmack schon auseinanderhalten können. Das ist hier Calista. Habe ich noch viel von übrig, die müssen langsam weg. 3,3% Alphasäuren. Ich mache wahrscheinlich 6 Gramm letzten 10 Minuten und 6 Gramm Whirlpool. Dann habe ich ein bisschen fruchtiges Kontrastprogramm. Ja, die Hefe, die ich hier habe, die ist gestrippt, also propagiert von einer Flasche französischen Bier. Und zwar war das ein Roggenbier, also das ist eine Weizenhefe. Soweit ich weiß, das haben die auf ihrer Website schön deklariert. Ich weiß noch nicht wirklich, ob es was geworden ist. Also wenn die jetzt gleich anfängt, Bläschen zu erzeugen hier in meinem Starter, dann weiß ich ja Bescheid. Sollte ich das nicht machen, werde ich vielleicht dann Trockenhefe reintun, vielleicht morgen früh. Also das ist, ein halber Tag ist nicht dramatisch, aber es sollte nicht viel länger sein. Ja, und dann habe ich eigentlich mein Brauprogramm fertig und dann sind wir, also ich gehe nicht davon aus, dass jetzt noch was schief geht, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann zur Verkostung wieder. Das ist natürlich dann entsprechend nach einiger Zeit. Ich werde wahrscheinlich 4 Wochen, vielleicht auch 6 Wochen warten, vielleicht eher nur 4 Wochen, damit das Ganze nicht so lange dauert und das noch ein bisschen frischer ist. Ja, und dann ist das Ganze bestimmt schön nachgegoren. Jo, dann sehen wir uns zur Verkostung wieder. Ich würde sagen, bis dann. Ciao.